Ja, so 1,5 Stündchen, die können wir auf jeden Fall noch machen. Da mache ich jetzt erstmal schnell das hier mit dem Haus. Weil ich will ungern jetzt schlafen. Weil dann verändern sich die Zustände von den Leuten. Ach, hier müssten die Gegner auch wieder sein, wenn ich mich nicht täusche. War das hier? Bin ich hier richtig? Ich glaube, das ist sogar der Unterschlupf hier. Aber ich mache schnell die hier weg. Warum sind die so stark? Level 11. Jetzt kommen die von da hinten auch noch angerannt, Alter. Verpisst euch. Ihr verpisst euch nicht wirklich. Ah, doch. So halb verpissen sie sich. Au. Ja, warum geht es nicht? Ich muss ja schauen, dass ich den so ein paar Mal anlutsche, dass ich mich wieder mit Blut auffülle. So. Jetzt kannst du sterben, weil jetzt habe ich ein bisschen Blut wieder angesammelt. Ja, die können sich tatsächlich ordentlich wehren. Respekt. Es liegt aber auch dran, ich bin Level 5. Darf man auch nicht vergessen. Die ein bisschen stärker bis jetzt. So, ich habe den Verdacht, wir müssen hier in den Unterschlupf rein. Genau. Gefalteter Brief. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. So. Na komm. Gleich aufmachen und lesen. It's locked. Schade. Das Safe ist abgesperrt. Keep out. Da geht's nicht runter, ist nur hier oben, okay. Schlafen wäre dumm. Schlafen wäre halt eigentlich echt doof. Lass mich mal kurz gucken, ob wir ein bisschen was Mission hier machen können. Das könnte man sogar noch machen und Erkältung. Aber gegen den einen können wir gar nichts machen, gell? Ja, guck mal, ich habe sogar leichter Rennen. Ich weiß nicht, woher ich es habe, aber ich habe ein Serum. Mietskam, Hoch. Erkältung. Würde ich tatsächlich mal mitmachen. Und Erschöpfung mache ich nochmal. Hier, je höher, desto mehr Stoffe brauchen wir halt. Einfach mal gucken. Nö, leider. Ah, 2 Hände. Guck mal, Stachelbeule. Da gibt es bestimmt auch noch was Besseres. Und die ist halt cool, weil sie echt... Die macht halt Schaden. Und die hier macht auch Schaden. Aber die schockt halt auch zeitgleich noch. Wo ich dann halt, ich sag mal, lutschen kann. Um Erfahrungspunkte, um mein Blut zu regenerieren. So, dann gehen wir mal hier vor zu den 2. Gebe ich es der Mutter. Also, ihr dürft entscheiden. Soll ich es der Mutter geben? Oder soll ich es ihm geben?
Der Mutter oder ihm? Wem von beiden soll ich den Brief geben? Ah, guck mal, da ist alles wieder zum Mitnehmen da. Kann ich wieder komplett durchlooten bis und geht nicht mehr. Hat die Mutter Informationen? Inwiefern Informationen? Hier fehlt noch eine Sache. Und zu ihm ist auch noch ein Hinweis gesperrt. Aber der wäre schon auf volles Blut. Weißt du? Good evening, Doctor. How is my son doing? Your son asked geb me ihn. to find this letter, Mrs. Goswick. However, I thought it would be preferable to give it to you. I already know what I'm going to read. Mortimer, why are you acting in this way? I have done everything I can to help. Sie hat schon alles gelesen davon. It's not enough. We will talk about this letter later. I understand that you need some privacy. Before you leave, take this for your trouble. Thanks to you, my son still has a future. Perhaps. Das waren 100 Schillinge. Aber wir können noch weiter reden. Vielleicht schalten wir auch noch das letzte Information frei. Nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. You realize your son could try to kill himself again. He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Ja. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Doch gut, dass wir ihr den Brief gegeben haben. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Er fühlt sich nutzlos. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. War doch gut, dass wir ihr den gegeben haben, aber wir können sie definitiv nicht mesmerieren noch. Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. Aber keine Chance. Everyone's sadness with him. Okay. Haben wir jetzt alles durchgekriegt. Goodbye, Mrs. Goswick. So, und jetzt erst lesen, dann verbrennen. Untersuchung erfolgreich. Good evening, Mr. I'm okay. Ich habe Ihren Brief gelesen. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor, for I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. Your mother won't let you down, Mortimer. Don't you share her hope for a better future? No, I don't. Won't you even try? Do you want me to promise you I'll get better? Do you want me to tell her the same thing? I could, but it would not change anything. Okay, wir haben
Hier immer noch. Bei ihm wissen wir immer noch eine Sache noch nicht. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact Schmeiß doch nicht mal alles weg. any help. Das Handy wieder davon geflogen. Ui. Boah, da quatschen aber viele auf einmal. Okay. Und dann haben wir noch halt eben hier die Apotheke. Und hier den Befehlsstand der Wache Britwin. Eieiei. Wo war die Apotheke? Die war hier hinter den Docks. Hier in den Docks. Ich will ja eh in die Docks eigentlich rein, bevor ich pennen gehe. Also wäre das nicht mal so verkehrt. Aber kriege ich die hin? Auch ist die Frage. Schaffe ich die? Na klar, Schmiermittel und Aluminiumfragment. Kriege ich die auch hin? Die an der Brücke dort zu den Docks. Weil die sind wir ja erfolgreich umgangen, wie wir hierher sind. Aber Alter, wir haben halt einfach fucking 3000, fast 4000 Erfahrungspunkte und so eine Stufe kostet halt nur 300, beziehungsweise 6 Uhr später wird es natürlich teurer, aber jetzt ja gerade fast kaum Erfahrungspunkte. Muss man halt auch sagen, die kosten halt gerade nix. Die Stufen. Aber eigentlich will ich schon zu den Docks. Genauso wie du, mein Freund, gleich. So. Was ich stärker machen muss, ist der Biss. So. Jetzt sind wir in den Docks und da ist irgendwo die Apotheke. Hier vorne sind Gegner. Hier hinten ist irgendwas. Will ich da hin? Ich gucke mich mal so ein bisschen um. Da ist nur er eigentlich. Okay, es sind doch zwei. HR Griffin. Ich glaube, das ist der da drüben. Kommt, den machen wir noch schnell weg. Ja, ist der hier. Hat keine Ausdauer. Wo ist er? Ah, das tut immer so höllisch weh. Alter. Nein, ich habe mich doch gerade geheilt. Oh, fuck. Ich glaube, den schaffe ich noch nicht. Ich glaube, den schaffe ich noch nicht. Scheiße. Das heißt, da musst du dich etwas stärker machen. Ja, ich glaube, ich muss schlafen. Es bleibt nichts anderes übrig, als dass ich schlafen muss. Damit ich stärker werde. Achso, ich spawn genau da. Bei ihm wieder. Ja, den schaffen wir hier hinten nicht. Ich weiß nicht, ob der wichtig ist für die Mission. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass der für die Mission ist. Dass hier die Apotheke ist. Der schaut schon ziemlich stark danach aus. Weißt du, was ich meine? Wir probieren ihn nochmal und wechseln aber auf die Schusswaffe.
haben noch einen Schuss. Alter. Der macht halt aber auch Schaden wie Sau, Alter. Meinst du mich? Ja. Nee, heute nicht? Mhm. Hab ich dir doch gesagt. Deswegen habe ich dich doch gefragt, ob du was zum Essen willst. Ich glaube, den schaffen wir noch nicht. Der ist ja auch nur so 11 Levels über uns. Aber hey, wir schaffen ihn. Ich sag mal, dafür, dass er 11 Level stärker ist als das Ding. Ganz gut. Nee, heute nicht. Aber, ja, willst du wohl was essen? Willst du wohl was essen? Okay. So, schau mal, die schaffe ich problemlos. Wo ist der Gegner? Okay. Die hier sind, obwohl die auch 5 Levels über mir sind. Ja, natürlich bereiten die ein bisschen Probleme, aber weitaus nicht so viel, aua, wie der da oben. Au, ich brauche mal kurz ein bisschen Ausdauer. Der schießt 10 Meter an mir vorbei und trifft trotzdem. So. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ich hätte ein Heilserum so tatsächlich sogar noch gehabt. 2 Stück. Ich habe den starken Verdacht, ich muss hier hinter für die Apothekenmission. Ja. Ich muss den also schaffen. Eine Munition habe ich halt auch keine mehr. Oh. Die war automatisch drin, die Kugel. Ich hätte noch eine Idee. Habe ich aber nur 2 Schuss dann. Weißt du? So oder so müssen wir erstmal den Kleinen da wegmachen. Nein. Alter. Wie Schaden annulliert. Ah, fuck. Ich schaffte nicht. Ich schaffte nicht. Keine Chance. Ich schaffte nicht. Keine Chance. Verfolgt er mich jetzt noch? Der verfolgt mich lange. Hilfe? Ich hätte eine Idee. Fuck! Also mit der Schrotflinte macht das keinen Sinn. Okay. Ich habe irgendwie den Verdacht, ich komme da nicht weit bei dem gerade. Also lassen wir es jetzt gehen. Lassen wir es gehen und ich wechsle hier wieder auf die hier. Auf die hier. Auch wenn ich gerade keine Munition dafür habe.
Den schaffen wir halt einfach noch nicht. Den schaffen wir halt einfach noch nicht. Au. So. So, dann gucken wir uns mal in die Docks um. Den schaffen wir nicht. Und sie ist hier oben in Whitechapel, wo wir laut Quest sowieso hin müssen. Aber wir gucken uns jetzt erstmal ganz entspannt die Docks an. Hier. Und da ist ja auch der Unterschlupf. Das heißt, irgendwo hier ist auch die Kneipe. Den kenne ich nicht. Ich will eigentlich zur Kneipe. War die nicht hier? Oder war die bei den North Docks hier oben. Ich weiß ja nicht, wo er uns abgeholt hat. Ich denke, die war doch hier. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir sind von hier rüber. Also muss irgendwo hier die Kneipe sein. Mit. Ziemlich safe. Ich glaube, ich nehme den Unterschlupf da oben jetzt dann auch mit. Brief. Wie gesagt, Ruf Digby, direkt was rausgefunden. Drüber. So. Hier ist zu. Sonst hier irgendjemand irgendwo? Nö. Dann quatschen wir mal mit dem da vorne direkt. Da kann man nicht rein. Wo ist er hin? Ach da. Hallo Digby Booth, oder wer du bist. Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name then? The name is Booth Digby. Ah. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Ooh. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So, tell me about your gang then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Mhm. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here, like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections.
Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. 2 Sachen über Booth rausgefunden schon. Oh, hey, der ist schon 3000 Punkte wert. Gerade mal reingekommen hier. I know you're looking for an honest job. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Okay. Goodbye, Mr. Digby. Der hat auch keine Blutprobleme oder Krankheitsprobleme. Guck mal, Edwina ist hier. Hallo, Edwina. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Auch schon 3000 Punkte wert. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Brauchst du das Licht länger? Brauchst du das Licht länger? I'm not interested in a career in the criminal Danke. world, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Wieder was über Booth rausgefunden. You're quite blunt, aren't you? Und über I Edwina. like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to Wir müssen aber impress. direkt mal pennen gehen, wirklich. Wir brauchen die Punkte. Sonst werden wir das hier nicht What can you weiter tell schaffen. me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole Und dann will glaube take ich, würde ich auch mit dem advantage of Pennen gehen direkt Really? beenden Don't für you think heute. that's a little bit excessive. it. Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Aber Pay the nicht grave jetzt. diggers of Jetzt Suffolk. sofort. They must pay Wir me können noch every mit dem week, anderen but kurz it looks quatschen. like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Ich google Gräber, neue Untersuchung. Okay. Persönliche Fragen. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she Bist aber lange online. Eigentlich geht. Magic waren wir in letzter Zeit öfter. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Also, ich bin nicht leicht. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Fehlgeschlagen, okay. Tell me Das tut about weh, the man bei so you viel Blut. and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. Noch. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Noch.
So, also die maximale Punktzahl haben wir bei ihr direkt verkackt. Lass uns mal gucken, was wir ein bisschen handeln haben. Sowas. Oh. Den brauchen wir, um unsere Nahkampfwaffe abzugraden. Das würde ich kaufen. Okay. Wir gehen nochmal zu ihm, weil da haben wir auch noch was rausgefunden. Ja. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Don't you see it's an endless spiral? One day, it will be you who will be stabbed, or shot, or worse. That's what my sweet Edwina always says, that one day I'll get it too. But she says it with the most beautiful smile, my Edwina. 3500, also er kriegt, der wird mal 5000 Punkte. Goodbye, Mr. Okay, wir haben 4000 Punkte, also ich könnte richtig in die Dinger gehen. Warte mal, ist das nicht die Kneipe? Oh, guck mal, das ist die Kneipe. Das Gebiet ist übrigens stabil. Whatever. Don't you reckon? Don't take it personally. Yes. I'm dicing the... Was machen? Ach, guck mal, jetzt kann ich mehr quatschen mit denen. Mr. Delaney. I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Arbeiten Sie Don't you überhaupt? work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Ein bisschen ein blöde Ding, aber pass auf. Mögen Sie etwas an Is diesem there Bezirk? anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Hm? No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. Now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Okay. Gedenken an die Is there Opfer. anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say so? Ach so, das hatten wir schon. Why? Sinister. No. Let me tell... Ach so, weil ich vielleicht ein andermal noch anklicken kann. Okay. Hatten Sie als junger Mann Surely Träume? you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. Ich quatsch noch mit den dreien. Change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Hm. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed.
Na, wieder was. Ey, sein Blut wird maximal 1000 Do you really think Punkte the world is kriegen. that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. Ja, die Frage, lohnt sich das überhaupt bei ihm jetzt halt gerade ihn, ich sage mal, mitzunehmen? Weil wir könnten. Ah, guck mal, wir haben einen Hinweis von ihm selber gekriegt. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Wir geben ihm die Medizin. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. So. 550 Punkte. Ich glaube, der bringt 1500 Punkte sogar. Aber er erholt sich jetzt auch. Aber man sieht ja, wie viele Punkte wir haben. Das macht keinen Sinn, den jetzt hat hier, ich sage mal, sich zu krallen. Ihn können wir nicht, weil wir nichts gegen Kopfschmerzen haben, ganz einfach aktuell. Den können wir nicht heilen. Wir haben das einfach noch nicht gelernt. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me, then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. So. Dem geht's gut. Wir gucken mal, vielleicht haben wir irgendwas. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Viele Meinungen? I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Mhm. Guck mal, wir kriegen richtig viele kleine Missionchen noch nebenbei. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Da würde ich tatsächlich sagen... Okay, da haben wir auch noch keine Hinweise. Aber der wird auch viele Punkte bringen, denke ich. Obwohl der Balken schon ziemlich voll ist. So. Dann quatschen wir mal mit der guten Dame. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Wie nett sie auf einmal ist, hä? Schauen wir ein bisschen fancy aus. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Da habe ich keine Angst.
If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Ich mache mal ein bisschen Aufwand. So Vize hat this sich wieder bar is vorbeigeschlichen. neutral territory then. Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Wie viele Punkte? Oh. Du hast noch 3 Sachen offen. Okay. Vielleicht findet man ja noch was raus, nur durch Reden. Bringt dir auch viel oft. Where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. So, da haben wir nichts mehr. Goodbye, Miss Cavendish. Dann haben wir jetzt aber auch, ich würde mal sagen, alle, die wir bis jetzt kennengelernt haben, geheilt. Die 3 kennen wir noch, die kennen wir hier noch nicht. Die Stütze ist er. Hier bis auf ihn halt, da können wir nichts machen. Whitechapel ist aber gut durch. Aber wir haben 4000 Punkte. Wir haben fucking 4K Punkte. Ich würde sagen, ab in den Unterschlupf mit uns darauf. Können wir uns darauf schießen. Und wir gehen jetzt mal pennen. Unterschlupf zum Ausruhen. Ja, gut. Wir gucken mal, ob wir unsere Waffe zuvor noch upgraden können, weil ich habe ja extra was gekauft dafür. Und die können wir aufwerten. Bam. Ist direkt mehr Schaden. Mehr Schaden ist schon mal wichtig. Und ich will... kein Aluminiumpulver. Ich will hier drauf, dass ich Blutpunkte kriege. Wenn ich jemanden, einen Gegner schlage, dass ich Blutpunkte bekomme. Das wäre schon viel wert. Oh, da könnte Aluminium dabei gewesen sein. Weil dann, ja, ist bei jedem Hit, kriege ich automatisch Blut drauf. Und das hätte ich tatsächlich, also mehr Schaden weiß ich nicht. Ich schaue eh, dass ich eher das Blut auffülle. So. Gehen wir jetzt mal schlafen. Bei 4K Punkten, glaube ich, können wir uns ein bisschen austoben, oder? So. Den Biss will ich stärker machen. So. Da sind wir das erste Mal auf 600. Da gehe ich mal noch nicht hin. Hier die Heilung vom Biss. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir noch 3000 Punkte. Ich möchte auf jeden Fall hier auf Körper gehen. Hier mehr Gesundheit. 100 Gesundheit mehr ist viel. Ich mache mal überall, wo nur 300 Punkte sind. Ausdauer? Achso, habe ich auch schon. Dann Blutaufnahme, wenn der Biss im Kampf verwendet wird. Auf jeden Fall. Das ist sogar wichtig. Und Blutkapazität. Ja. Können wir auch mal machen. Wir haben ja immer noch haben wir gerade mal die Hälfte unserer Punkte abgegeben, sind in Stufe 9. Die Heilung auf jeden Fall. Guck mal, das kann 1300 Punkte. 200 Heilung. Die Kosten und die Abklingzeit verändern sich nicht. Hier gibt es mehr Blut, um dich sofort zu heilen. Das ist sich.
100. Ach so, guck mal, da ist dann sofortige Heilung. Ja, guck mal. 1300 Punkte ist viel für einen Heal. Die Klaue? 2000 Punkte. Ein bisschen mehr Schaden, aber weniger Ding. Da würde ich tatsächlich aber erstmal hier auf den Stuff bleiben. Lebenspunkte, wenn der bis zum Kampf verwehrt wird. Das wäre automatisch, ich sage mal, ich mache den hier, das bin ich ein automatischer kleiner Heal. 15% Heilung, wenn ich beiß. Schaden beim Biss, auch geil eigentlich. Fester Biss. So, jetzt haben wir noch 500 Punkte über. 520. Wir sind Stufe 9. Wir bestätigen das. Und schauen uns an, was sich verändert hat. Jede Nacht beeinflussen deren Gesundheit und den Konsequenzen der Bezirke. Es kann sich auch dadurch verschlechtern, dass sich Krankheiten in der Bevölkerung ausbreiten. Wenn der Gesundheitszustand eines unter kritische Grenzen verfällt dieser Bezirk im Chaos. Du entscheidest so. 1% nach unten gegangen, obwohl einer geheilt wurde. Okay. Hier, bam, bam, bam. Geht nach oben 2%. Und er hat immer noch Kopfschmerzen. Gut, Gott sei Dank nur. Hier hat sich nichts verändert. Und hier hat sich auch nichts verändert. Gut. Das hier ist immer noch gesund, aber nicht gereinigt leider, weil er hat halt leider noch was. So, wir sind Bandstufe 1 weiterhin. Mache ich gleich Schluss. Ja, ich wollte noch schlafen gehen. So, das heißt, wir sind Stufe 9, haben deutlich mehr für den Körper, der Biss macht mehr Schaden und ich würde sagen, damit können wir uns in den Docks ein bisschen freier und sicherer bewegen. Damit, wie ich gerade gesagt habe, ich wollte nicht gleich Schluss machen, drücke ich auf Verlassen.